Doch zunächst klären wir, was hinter dem Hype um Kryptoart steckt. Kennt ihr die Nyan-Katze? Seit 10 Jahren fliegt sie auf ihrem Regenbogen durch das Internet. Millionenfach kopiert, geshared und geremixed. Nun wurde sie für $700.000 versteigert. Möglich macht dies die neue NFT-Technologie. Erstmals können digitale Dateien mit Echtheitszertifikaten verkauft werden. Eine Revolution? Kunst sammelt man, Kunst möchte man besitzen und das geht jetzt auch mit digitalen Dateien. Diese Technologie wird unseren Blick auf digitale Kunst dramatisch verändern. In Bezug auf Herkunft, Eigentum und Verknappung. Ich freue mich einfach für alle Künstler generell, dass das eine neue Möglichkeit ist, um da irgendwie Wert zu schaffen. Prominentestes Beispiel: Digitalkünstler Beeple. Seit 13 Jahren veröffentlicht er täglich ein Bild im Internet. Umsonst und für jeden zugänglich. Über Nacht wurde er nun zu einem der teuersten lebenden Künstler, neben Jeff Koons und David Hockney. Diese Collage aus seinen ersten 5000 Werken versteigerte das renommierte Auktionshaus Christie's im März für sensationelle $69 Millionen. Spätestens jetzt ist die Kunstwelt elektrisiert und die NFTs in aller Munde. Auch Mick Jagger, Edward Snowden oder The Weeknd mischen neuerdings mit und haben bereits digitale Kunst versteigert. Sind NFTs nur ein Hype oder können sie die Kunstwelt revolutionieren? Serva Atafua ist 3D-Designerin aus Sydney. Bisher war sie auf Auftragsarbeiten für große Werbekunden angewiesen. NFTs machen sie als Künstlerin viel unabhängiger. Ihr Werk Consensual Hallucinations wurde für knapp $24.000 ersteigert. Sie erklärt, was NFT eigentlich ist. NFT steht für Non-Fungible Token, nicht austauschbarer Token. Das bedeutet im Grunde, dass mein Kunstwerk oder deins über die Blockchain authentifiziert wird. Und damit ist es einzigartig. Eine Blockchain ist, vereinfacht gesagt, eine Reihe von digitalen Datenblöcken. Die Datenketten sind auf einer Vielzahl dezentraler Rechner gespeichert. Transparent, sicher und unveränderbar. Der NFT-Prozess ist einfach. Gegen Gebühr können KünstlerInnen ihre Arbeiten auf Handelsplattformen minden. Das heißt, mit einem einzigartigen Token verknüpfen. So wird aus einer kopierbaren Datei ein fälschungssicheres Original. Als ich mit 3D-Animationen angefangen habe und erstmals Berührung mit Kunsträumen und Galerien hatte, musste ich feststellen, dass Schwarze dort unterrepräsentiert waren. Mir ist es deswegen sehr wichtig, schwarze Menschen in meinen Kunstwerken zu zeigen. Das Internet ist ein großartiger Raum, weil es grenzenlos ist und Menschen wie mich einbezieht. Die klassischen Eintrittsbarrieren zum Kunstmarkt gibt es im Internet nicht. Dass die Kreativen im Prinzip keine Vermittler mehr brauchen, demokratisiert den Prozess. Wie reagieren die Galerien darauf? Kuratorin Annika Meyer hat eine Ausstellung konzipiert, die sowohl physisch in der Galerie König in Berlin als auch online stattfindet. Der NFT-Kunstmarkt ist erstmal neu, von daher ist das Interesse viel, viel größer. Es schauen viel mehr Leute darauf, es sind plötzlich viel mehr Leute daran interessiert, Kunst zu sammeln. Die digitale Variante der Ausstellung The Artist is Online findet man im Internet bei Decentraland, einer virtuellen Welt, die man mit dem Browser besuchen kann. Dort zeigen wir digitale Malerei und digitale Skulptur von Leuten, die seit 10, 20 Jahren mit Computern Kunst machen, weil gerade durch den Hype um NFTs das Thema immer wieder aufkommt, ist das überhaupt Kunst, sind das nur Cartoons oder Screensaver oder Ausschnitte aus Videospielen oder vielleicht auch nur Memes. Aber warum geben Menschen so viel Geld für eine Datei aus, die nur digital existiert? Fragen wir einen Sammler.
Ja, das sind zwar digitale Dateien, die man umsonst runterladen kann. Aber so wie sich Mensch und Technologie gerade weiterentwickeln, ist abzusehen, dass unsere Persönlichkeit immer stärker durch unsere Online-Präsenz bestimmt wird. Deswegen sind Eigentumsrechte für digitale Besitztümer sehr wichtig. Und NFTs bieten genau das. Kryptoart-Sammler und Investor Sergito hat über 100.000 US-Dollar in ca. 150 digitale Kunstwerke investiert. Ich lebe in einem kleinen Apartment in New York. Für Kunst habe ich nicht viel Platz. Kein Problem. Seine Sammlung ist in seiner ganz persönlichen Online-Galerie ausgestellt. Die Beeples bekommen meine Enkel. Ich wünsche mir, dass sie eines Tages stolz auf mich sind, wenn sie an die Zeit zurückdenken, als ihr Opa für verrückt erklärt wurde, weil er tausende Dollar für GIFs und JPEGs ausgegeben hat. Durch den digitalen Token wird ein Kunstwerk einzigartig. Der Token wird auf der Blockchain gespeichert und hat eine eindeutige Adresse, die für jeden einsehbar und transparent ist. Das Kunstwerk selbst ist wie eine wunderschöne Fassade, eine Verpackung, aber der Token ist, was die Leute interessiert. Der Token wird gehandelt, der Token hält den Wert und wie bei jeder Form von Kunstsammeln ist das eine Investition in den Künstler und seine Wertsteigerung im Laufe der Zeit. G-Monk arbeitet seit 2 Jahrzehnten als digitaler Künstler und Fotograf. Er animiert für Hollywood oder große Werbekampagnen. Zuletzt erschien die Serie Inframonk als NFTs. Inframonk ist eine Vollspektrum-Fotografie-Serie, für die ich eine Kamera so modifiziert habe, dass sie das volle Lichtspektrum inklusive Ultraviolett und Infrarot sehen kann. Die Kamera wird so zu einem Portal in eine unsichtbare Welt. Es ist, als ob man die Landschaft durch die Manipulation von Licht selbst malen würde. Einzelne Fotos aus dieser Serie gibt es als Druck ab $95. Die digitale Version wird als NFT für mehrere Tausend gehandelt. Okay, NFTs bringen einigen Künstlern neue Einnahmequellen, aber manche Kreative sind trotzdem skeptisch. Die meiste NFT-Kunst, die jetzt verkauft wird, besonders die Arbeiten von Beeple, die für Millionen von Dollar gehandelt werden, sind platte Witze. Sehr eindimensional, mit schlichtem Humor. Viele visuelle Wortspiele über die Trading-Kultur. Für mich ist das so ziemlich die langweiligste Kunst, die man sich überhaupt vorstellen kann. Hallo, willkommen, kommt rein. Hier arbeite ich. Regisseur und Podcaster Lil Internet vom Kulturkritikkollektiv New Models kann dem NFT-Hype nicht viel abgewinnen. In the future, art is spelled NFT. It's digital art with a built-in market of extremely rich gambling addicts. What's up? I'm Jeff Moons. I'm a crypto artist who makes NFTs of Jeff Koons. I'm selling digital slam. Meine größte Kritik an der NFT-Bewegung ist, dass diese Jungmillionäre und Börsenzocker die lautesten und meistbeachteten Stimmen sind innerhalb dieses großen Blockchain-Universums. Die gängige Kryptoästhetik und den Spekulationshype verurteilt Lil Internet. Doch er sieht durchaus Potenzial für NFTs. Was ich wirklich interessant finde, ist, dass NFTs zwei unterschiedliche Ideologien rund um die Themen Medien, Kunst und Internet zusammenführen. Früher im Napster-Zeitalter meinten viele Leute, dass Musik und Kunst für jeden frei verfügbar sein sollte. Mittlerweile erheben viele Künstler ihre Stimme, um ein nachhaltiges Einkommen für ihre Kunst einzufordern. NFTs verbinden diese beiden Haltungen. Und das gilt nicht nur für die visuelle Kunst. Der Siegeszug der NFTs geht weiter. Auch die Musikwelt ist infiziert. Musikproduzent und Techno-DJ Boys Noise füllt mit seinem Sound zwischen Rave, House und Hip-Hop seit über 20 Jahren die Festivalfloors weltweit. Schon immer war er offen für technische Innovationen und erkannte früh, dass man auch aus Musiktracks und Videos NFT-Originale machen kann. Für dich gab es auch diesen einen Moment, wirklich so von wegen,
Man kreiert ein Gesamtkunstwerk oder ein Stück Kunst und das gibt es nur einmal, dieses Video. Das Musikvideo zu Ride or Die hat Alexander Rieder alias Boys Noise für $24.000 als NFT versteigert. Und danach machen wir die Copies, danach machen wir die Poster sozusagen davon. Und die Poster leben dann halt auf Spotify, auf YouTube. Das ist das, was jeder irgendwie sehen kann und jeder irgendwie hören kann. Aber das Kunstwerk an sich, das gibt es halt nur einmal. Und der das haben möchte, kann es bekommen. Rieder sieht in NFTs das Potenzial, die Musikindustrie zu verändern. Ich würde sogar so weit gehen, dass es jetzt gerade eine Möglichkeit besteht, das System und die Industrie in eine ganz neue Richtung zu bringen. Es ist ja bekannt, dass die Künstler immer am kürzesten kommen sozusagen. Musik soll ja für alle auch da sein, aber gleichzeitig ist es schon eine Entwertung auf eine Art auch für Kunst und Musik, gerade jetzt, dass alles noch mehr digital geworden ist. Und da bietet natürlich dieses neue Medium über NFTs viele neue Möglichkeiten, das ganz anders anzugehen und da vielleicht wirklich eine kleine Revolution zu schaffen. Die KünstlerInnen scheinen begeistert. Jedoch wird Kryptoart mitunter heftig für den hohen Energieverbrauch kritisiert, der beim Erstellen von NFTs anfällt. NFTs sind umweltschädlich, ganz klar, aber da stellt sich für mich auch die Frage, wie umweltfreundlich ist beispielsweise eine große Messe wie die Art Basel oder die Frieze oder jegliche Kunstmessen. Was ist denn, wenn ein Künstler, der beispielsweise in Berlin lebt, eine Arbeit zur Art Basel Hongkong schippen muss? Auch wenn das Energieproblem noch nicht gelöst ist, überwiegt bei den KünstlerInnen die Vorfreude auf die Zukunft der NFT-Technologie. Wo geht die Reise also hin? In der Zukunft werden NFTs viel mehr sein als der bloße Besitz eines Bildes. In vielen anderen Bereichen wird die Technologie eingesetzt werden. Da wird noch einiges passieren. Memes werden als NFTs gemintet, genauso wie New York Times Artikel oder das Time Magazine Cover. Manche behaupten, NFTs werden die Währung des Internets sein. Ob NFTs die Kunst revolutionieren, lässt sich derzeit noch nicht voraussagen. Der Hype wird wahrscheinlich abflauen, aber die Möglichkeit, ein Stück digitale Kultur zu besitzen und zu handeln, ist jetzt real und wird nicht mehr verschwinden. Allein das wird die Kunstwelt unwiederbringlich verändern.